Wir werden höchstwahrscheinlich Assassin's Creed Mirage auf den Game Awards heute Nacht sehen, da gibt es starke Hinweise für. Außerdem gibt es ein konkreteres Release-Datum für Assassin's Creed Mirage, welches geleakt wurde. All diese Sachen schauen wir uns heute in diesem Video an. Die Game Awards finden von heute auf morgen Nacht statt und vorab wurden schon einige Dinge geleakt. Nicht nur zu Jedi Survivor, sondern jetzt auch zu Assassin's Creed Mirage. Und da gibt es wirklich nice Informationen, denn Tom Henderson hat auf Insider Gaming einen Beitrag veröffentlicht, wo er gesagt hat, dass Assassin's Creed Mirage im August rauskommen soll. Tom Henderson, falls ihr ihn nicht kennt, hat in der Vergangenheit schon viele Leaks zu Assassin's Creed rausgehauen, die am Ende auch wirklich gestimmt haben. Er hat hier eine Quelle, die ihm diese Info gegeben hat und das Ganze soll im August rauskommen. Es wurde schon zweimal verschoben. Ich habe die Info auch gehabt aus den ganzen Leaks, dass es erst im Frühjahr rauskommen sollte, dann irgendwie im Mai, Juni hat man vermutet und jetzt wurde das Ganze nochmal nach hinten verschoben laut diesen Leaks und es wird im August, also in dem Monat, wo die Gamescom auch stattfindet, erscheinen. Die Quelle konnte nicht erfahren, warum Mirage verschoben wurde, jedoch hat sie die Info geteilt, dass es Probleme mit Codename Red gab. Die Vermutung hier auch im Beitrag, die genannt wurde zu Assassin's Creed Mirage, ist ganz einfach, denn Assassin's Creed Mirage ist für alle Konsolen, das heißt Old und Next Gen, erhältlich. Bedeutet also, man kann nicht die komplette Performance von den neuen Konsolen nutzen und muss das Ganze anpassen, das kostet mehr Zeit, also ähnlich wie in Valhalla, denn wie ihr wisst, ist das ja auch ein wenig in die Hose gegangen. Und das möchte man jetzt hier sicherlich vermeiden. Dementsprechend ist der 2-Jahres-Rhythmus, den Ubisoft vorher hatte, weg. Jetzt sind es quasi ja schon fast 3 Jahre und ihr müsst immer wissen, das Ganze ist subject to change und es ist ein Leak. Man weiß also nicht wirklich, ob es dann 100% stimmt, kann sich also verschieben oder sogar früher rauskommen. Allerdings wäre vor der Gamescom ziemlich nice. Nach der Gamescom, die Ende August wäre ein bisschen blöd für mich, denn, ja gut, dann weiß ich nicht, ob ich zu Gamescom kann. Das wäre ein bisschen blöd, um ehrlich zu sein. Das wäre ganz schön stressig, weil dann müsste ich quasi auf der Gamescom anfangen, Videos zu Assassin's Creed Mirage zu machen. Das wäre nicht so möglich. Anyway, Freunde, wenn euch diese Info ein bisschen gefallen hat und ihr jetzt noch mehr wissen wollt von Assassin's Creed Mirage, lasst mir doch mal gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr freuen für den Support. Aber jetzt kommen wir zu den offiziellen Inhalten, denn bei den Game Awards werden wir sicherlich heute Mirage sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Eine Quelle, und da muss ich mal Konatsu danken, der hat mir auf dem Discord diesen Hinweis gegeben. Denn die Game Awards haben ja einen eigenen YouTube-Kanal und haben dort natürlich auch immer mal wieder Videos am Start, ganz kurze Trailer, wo sie ganz viele Einschnitte von verschiedenen Games haben. Und dort ab Minute 2:03, glaube ich, muss mal kurz gucken, ganz genau, 2:03, da sehen wir einen kleinen Ausschnitt von Mirage. Warum sollten sie in diesen Trailer diesen Ausschnitt reinpacken, wenn es nichts zu Mirage gibt? Zumindest nicht offiziell. Da weiß ich nicht ganz, ist interessant auf jeden Fall. Ist Mirage eigentlich nominiert für einen Soundtrack oder so? Also der Soundtrack Into the Light von Brandon, ich habe seinen Nachnamen vergessen, ist der nominiert? Weil dann würde das Sinn ergeben und wir sehen kein Gameplay oder kein Trailer. Allerdings, wenn da nichts nominiert ist und sie diese Szene hier reingepackt haben, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, dann bin ich mir ziemlich sicher, Freunde, werden wir heute Nacht Gameplay oder Trailer-Material, neues Material zu Assassin's Creed Mirage sehen. Und was meint ihr, wenn wir Material zu Mirage bekommen, wird ein offizielles Release-Datum schon bekannt gegeben oder ist das zu früh? Also ich glaube, das wird zu früh sein. Wenn, dann würde ich eher vermuten, dass sie sagen, keine Ahnung, Summer 23 oder Spring 23, sowas werden sie sicherlich sagen. Allerdings bin ich ein wenig aufgeregt tatsächlich und bin gespannt, was heute gezeigt wird. Es gibt natürlich auch schon verschiedene Versionen, die ihr kaufen könnt. Das heißt also, es kann ja nicht mehr so lange dauern, bis wir irgendwas zum Release erfahren. Und wenn ihr wissen wollt, welche Edition für euch die beste ist, dann checkt mal gerne dieses Video ab. Da habe ich alle Informationen zusammengefasst. Ich bedanke mich bei euch, Freunde, und vergesst nicht, hier, wenn ihr abonniert habt, die Glocke zu aktivieren. Und da verpasst ihr keine weiteren Videos zu AC Mirage mehr. Danke.